Talk-Snippets. Hallo an alle Panik-Fans, bzw. Nevada-Tan-Fans, bzw. Sorg-Fans. In diesem kleinen Video werde ich die Songs der Band mal ein bisschen genauer untersuchen. Mir ist nämlich schon immer aufgefallen, dass David beim Mixing im Stereospektrum ihrer Songs viele Vocals übereinander legt und viele Vocals versteckt. Teilweise so krass, dass man sehr genau hinhören muss, um das überhaupt rauszuhören. Da ich denke, dass das noch nicht jedem von euch aufgefallen ist, zeige ich das hier mal. Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle. Eine Sache, die auf Instagram von Timo in den Hashtags versteckt wurde. Und so hat er geschrieben, Voting ends soon, then we will decide where to play. Ich habe mich gefragt, wieso der Sorg Fanclub das nicht retweetet hat. Deswegen erwähne ich es an dieser Stelle mal. Das ist jetzt auch wieder schon ein bisschen lange her. Und das Voting ist immer noch nicht zu. Aber ich wollte es an dieser Stelle nochmal betonen. Aber zurück zu den Background Voices. Ich spiele jetzt erstmal die Originaldateien ab. Von Ausnahmezustand in dem Fall. Und danach haue ich dann den Filter drauf. Also versucht mal möglichst viel rauszuhören. Versucht mal möglichst viel aus dem Sample rauszuhören, was ihr neben der präsentesten Stimme noch alles so hören könnt. Und danach löse ich es mal auf. Es ist echt sehr, sehr cool. So, jetzt. Ist die Ausnahmeband mit dem Ausnahmesound. Ausnahmefans und den Ausnahmefrauen. Feiert uns, denn ihr könnt uns vertrauen. Ihr bewegt euren Arsch und seid nicht so faul. Alle springen wie Donkey Kong. Energie im Kopf, versteckte Bon. Wir sagen herzlich willkommen, wenn die Bullen kommen. Mit der CD in der Hand und fragen, kennen sie schon? So, und jetzt kommt die große Auflösung. Jetzt kommt wirklich der krasse Shit. So ein paar Sachen hatte ich schon mit meinen Ohren so rausgehört, aber das alles insgesamt ist wirklich sehr interessant, was da alles so zu hören ist. Und go! Mit dem Ausnahmesound und den Ausnahmefrauen. Jetzt bewegt euren Arsch. Energie im Kopf, versteckt die Bombe. Herzlich willkommen, wenn die Bullen kommen. Mit der und man kennt sie schon. Sau cool, oder? Man hört hier eine Frau im Hintergrund. Das ist echt interessant. Das hatte ich gehört. Dadurch kam ich auch auf die Idee für dieses Video. Das hatte ich gehört, als ich Ausnahmezustand irgendwie zum 6. Mal oder so gehört habe. Habe ich plötzlich gemerkt, hey, da ist eine Frau im Hintergrund zu hören. Das habe ich da so rausgehört und das finde ich auch so cool an ihren Songs. Das haben sie auch damals schon gehandhabt, das zeige ich nachher noch. Dass man die Songs mehrmals hören kann und immer wieder ein bestimmtes Detail entdeckt, das man vorher nicht gehört hat. Und das ist auch irgendwie so ein Anzeichen dafür, finde ich, dass David jemand ist, der sich wirklich in seine Songs da so richtig reindenkt und reinwühlt. Ja, der ist da so richtig drin und hat da tausende Ideen und denkt, ach, die Idee muss noch rein und die Idee, die muss auch noch rein unbedingt. Man merkt richtig, dass da richtig viel Arbeit hintersteckt hinter den Songs. Und ja, ich zeige dann gleich auch mal ein anderes Beispiel, aber vorher noch einen gleichen Song. Die Schreie von David. Hier drin. Mit dem Ausnahmeband. So voll übertrieben. Mit dem Ausnahmesound und den Ausnahmefrauen. Was auch ziemlich geil ist hier bei Timo. Hier. Hört man das Original-Sample? Versteckt die Bon gesagt. Versteckt die Bon. Und jetzt hau ich einen Filter drauf. Versteckt die Bon. Versteckt die Bon. Das ist so, für mich ist das so wie so ein Film, der im Hintergrund läuft. Also man sieht ein Original-Musikvideo, wie Timo hier rappt. Versteckte Bomben gesagt. Und gleichzeitig habe ich da so einen Film im Kopf, wie die tatsächlich an der Polizeikontrolle fahren und Timo ganz panisch schreit, Scheiß, versteckt die Bon. Versteckt die Bomben. Ich denke mal, das war die Idee dahinter. Aber ich finde es echt krass, wie viel da im Mix drin ist. Als zweites Beispiel aus demselben Song hat man hier... da sind nur, in Anführungsstrichen, nur 2 Zeilen drin von Timo, 2 verschiedene, die man auch rausfiltern kann. Ich zeig's mal kurz hier im Original. Nacht, denn heute Nacht wird der Club platt gemacht. Es eskaliert mit uns jetzt und hier, diese Freshmen hier und diese echte Tür. Das reicht. Und jetzt mit Filter. Denn heute Nacht wird der Club platt gemacht. Hier eskaliert mit uns jetzt und hier, diese Freshmen hier, diese echte Tür. Einmal sagt er, es eskaliert und einmal sagt er, ihr eskaliert. Es eskaliert mit uns. Ihr eskaliert mit uns. Cool, oder? Also es sind 2 Zeilen, die da übereinander gemischt sind. Wobei ich hier wirklich sagen muss, dass man... Das ist... Es eskaliert mit uns. Das hört man auch wirklich gar nicht. Ich höre das jetzt hier also rechts in der hinteren Ecke, so ganz leise höre ich das raus. Es eskaliert mit uns jetzt und hier, diese... Aber das ist wirklich unmöglich, wirklich sonst zu hören. Vielleicht hat er das gemacht für mehrere Boxen, damit der Song auf mehreren Boxen auch gleich rauskommt oder so. Keine Ahnung, kann natürlich sein. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
So, und als Beweis dafür, dass das schon in alten Songs so gehandhabt wurde, hau ich mal Niemand hört mich, Niemand hört dich rein. Und ich spiele jetzt immer erstmal das Original ab, aber nicht so viel wegen Copyright, ne? Wie an jedem anderen Tag nimm sie die Worte nicht wahr, die der Lehrer lustlos sagt. Vielleicht habt ihr das ja schon gehört, im Hintergrund wird das geflüstert und ich habe hier das mal rausgerendert und Audacity dann auf dem Mono-Kanal gelegt. Da ist es. Hört ihr das? Das ist geflüstert. Sau cool, oder? Und es gibt noch mehrere solche Beispiele. Also hier zum Beispiel an der anderen Ecke des Songs hat er eine ähnliche Flüsterzeile genommen und hat noch einen Reverb draufgelegt, also einen Hall draufgelegt. Okay, das ist zu laut, sorry. Zu viel Druck von allen Seiten, die Eltern streiten und keiner kann dem Spiel ein Ende bereiten. Hier hört man sogar relativ deutlich schon raus im Song, aber ich zeige es trotzdem nochmal hier, wenn es nicht ständig stocken würde. So. Also jetzt muss ich den Sound wieder lauter stellen. Ja, kann man raushören. So, hier bin ich zurück aus der Zukunft und als weiteres finde ich, solltet ihr euch den Song Geht Up anhören, und zwar an Geht Up. Im Hintergrund kann man da mehrere Stimmen hören, die sich gegenseitig fertig machen. Das ist sehr interessant. Und zwar so eine Teenager-artige Stimme, eine sehr hohe Stimme, die mit Timo kämpft, der ab und zu sagt sowas wie du bist ein Nichts oder ich mach mein Ding. Ist ziemlich interessant. Da könnt ihr mal reinhören. Das ist eine kurze Stelle im Song, wo da so ein kleiner Kampf quasi im Hintergrund stattfindet. Ich werde das jetzt hier nicht weiter zeigen, da mir die Zeit leider fehlt und da ich jetzt Filter auf den Song legen müsste und sonst was. Und jo, die Zeit fehlt mir leider. Trotzdem zeige ich euch noch was Lustiges, und zwar in dem Song San Diego. Wenn ihr den Song zweimal verlangsamt, hört sich das an wie so ein, keine Ahnung, ziemlich kranker Mördersong oder irgendwas. Hört sich ganz lustig an. Ich zeige euch das mal kurz. Jo, das war's auch schon mit dieser Folge, die jetzt fürs Erste, denke ich mal, die letzte Folge sein wird, denn es gibt erstens nicht besonders viel News zur Sorg, die lassen sich relativ viel Zeit, was aber auch keine Beschwerde sein soll, sondern die sollen sich mal Zeit lassen, das ist in Ordnung. Ich bin Ende des Monats weg und die sollen mal so erst August spielen, das wäre ganz gut, dann kriege ich das vielleicht auch noch mit. Das war's fürs Erste von mir. Ich warte jetzt auf News von Sorg, denn es gibt, wie schon gesagt, nichts mehr Neues zu berichten. Ich habe so ziemlich alles durchgewühlt durch die Analysemühle und warte jetzt eben auf neues Zeug.
bis dahin habe ich jetzt mal ein bisschen mehr Zeit für echte Projekte. Und ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei was auch immer ihr tut. Geht raus, geht in die Sonne, sitzt nicht so viel vom PC. Moralpredigt abgeschlossen. Macht's gut.